Hallo, heute ist der dritte Advent und spontan mache ich jetzt ein Video, weil ich dachte, es passt zum Thema Jesus. Und zwar möchte ich nochmal wieder etwas aufwärmen, eine Erzählung, eine Geschichte, ein Erlebnis, über das ich auch schon mehrmals berichtet habe. Aber ich möchte es nochmal aktualisieren, weil es gerade so schön zum Thema passt. Und zwar mache ich das, um vielleicht so einen Impuls zu geben. Man weiß nie, wann Jesus in das eigene Leben tritt und wie, auf welche Art und Weise, in welcher Erscheinung, in welcher Form. Und deshalb erzähle ich nochmal diese Begebenheit. Also ich beschäftige mich schon mein ganzes Leben mit Jesus Christus. Das ist so. Schon als Kind. Und jetzt als eines von vielen Erlebnissen berichte ich jetzt mal von einem. Und zwar, ich bin Sozialpädagoge und hatte einen Jugendtreff und abends Feierabend und bin nach Feierabend mit meinem Auto nach Hause gefahren. Und unterwegs muss ich durch eine Stadt, die heißt Oberkirch, wie obere Kirche. Und ich fahre da so her mit meinem Auto. Es ist, ich glaube, 22 Uhr, alles dunkel und plötzlich überholt mich ein Kleinwagen, schert vor mir ein und bremst mich auch ab und hinten leuchtet dann auf Jesus Christus. Der Schriftzug steht da drauf und ich dachte, schon wieder Jesus Christus, was ist denn jetzt los, was geschieht, was geht ab? Und er hat mich dann ganz abgebremst, dass ich nur noch Schritttempo gefahren bin. Und dann haben wir beide an einem Parkplatz angehalten. Und ich war natürlich erstaunt, verwundert und ich bin aus meinem Auto ausgestiegen und habe gesagt, hallo, ich bin nicht Jesus Christus. Weil ich dachte, er will mich vielleicht ansprechen auf diese Art und Weise, dass da plötzlich steht Jesus Christus. Das ist ja gar nicht wie aus dem realen Leben, sondern so, als wäre man im Kino oder würde man im Fernsehen schauen, einen Spielfilm, und da gibt es diese Szene. Das könnte man akzeptieren und würde das als unterhaltsam vielleicht deklarieren, aber das in der Realität zu erleben, das verwundert doch sehr. Jedenfalls, wir haben uns unterhalten, eine Zeit lang, vielleicht eine Viertelstunde, und sind so verblieben, dass ich ihn mal besuche. Er hat mir die Adresse gegeben, alles, und er wohnte woanders in einem anderen Ort mit seiner Freundin, Frau. Und also bin ich dann ein paar Tage später zu den beiden gefahren, habe sie besucht und kam auch so in deren Wohnung und habe gesagt, ich bin nicht Jesus. So, ich komme jetzt, weil Uwe heißt der Typ, mich abgebremst hat und plötzlich leuchtete da auf Jesus Christus. Und deshalb komme ich und ich will euch einfach mal besuchen und wir können uns ja unterhalten. So bin ich da gewesen und wir haben uns ein paar Stunden unterhalten über Gott und die Welt und alles Mögliche. Natürlich war so eine Art Zauber über allem, weil es surreal war. Das geschieht nicht, denkt man dann. Es überholt einen nicht jemand im Dunkeln
und bremst ab und dann steht da Jesus Christus. Das gibt es im Kino, aber nicht in der realen Welt. Und ich erzähle aber davon, um euch zu berichten, Jesus kommt auf vielfältige Art und Weise in unser Leben. Wir wissen nie, wie, in welcher Form, in welcher Erscheinung, ob als Wesen, als Mensch, ob als Wort, als Buchstabe, ob als Zeichen oder wie auch immer. Wir wissen es nicht, aber er hat viele Möglichkeiten, in unser Leben zu treten. Und davon möchte ich gerne berichten, weil wir jetzt auf Weihnachten zugehen. Nächste Woche ist Weihnachten. Und da denke ich, es passt ja vom Thema her. Also, darauf lege ich Wert und das möchte ich mitteilen, auch wenn du noch nie etwas von Jesus gehört hast oder auch nichts mit ihm zu tun hast, nicht daran glaubst, an die Geschichte, kann es dir geschehen, dass das Thema Jesus plötzlich in dein Leben tritt. Und zwar völlig ungeplant, unvorhersehbar, aber plötzlich ist es da. Und dann hat man Zeit und Muße, sich damit zu beschäftigen. Und wenn man sich damit beschäftigt, zieht es einen natürlich aus dieser jetzigen Gegenwart des Jahr 2023, 2000 Jahre zurück in die Zeit von Jesus, emotional oder gedanklich, ist man dann plötzlich da und versucht auf deren Level zu landen, sinnbildlich vorgestellt, wie mag es gewesen sein. Ja, und das ist sehr schön. Es zieht einen aus unserem Alltag heraus, mit unseren alltäglichen Sorgen und Problemen, die wir haben und unserer Vorstellung, wir wären vollkommen und Perfektionisten in unserem Dasein. Und das zieht einen eben völlig raus. Und bei mir ist es dann so gewesen, ich habe Uwe und Claudia, ich glaube, 3-mal besucht. Sie hatte ein amputiertes Bein. Sie wohnten ganz bescheiden, um nicht zu sagen ärmlich, in einem mehr oder weniger verfallenen Häuschen. Und wo ich dachte, das passt alles auch zum Thema Jesus und es passt zu meiner eigenen Art, wie ich lebe. Ich lebe auch so in einem verfallenen Haus und ja, ich habe es als sehr angenehm und spannend empfunden. Und dann ist mir der Uwe irgendwann mal in dem Ort begegnet, Oberkirch war es, glaube ich. Und dann erzählte er mir, dass die Claudia gestorben ist, dass sie Krebs hatte. Und deshalb war das Bein auch amputiert. Also, und das letzte Mal, als ich sie gesehen hatte, hatte sie mich zum Abschied an der Eingangstür umarmt und gesagt, Andreas, du weißt hoffentlich, dass du das Gute bist. Da hat sie mir einen Kuss gegeben. So bin ich von ihnen gefahren und ich wusste ja nicht, dass es ein Abschied ist und musste aber erleben, dass sie plötzlich gegangen war. Ich glaube ja nicht so an den Tod, wie man ihn darstellt und deklariert, sondern ich glaube ja, wir leben weiter unsere Seele und wir geben unseren Körper ab und deshalb war ich jetzt nicht zu tief berührt davon, dass die Claudia gegangen ist, sondern es ist ein natürlicher Schritt auf einem natürlichen Weg und sie
wusste wahrscheinlich auch nicht, dass sie geht, aber so ist das Leben mal. Ich bin dann ein paar Wochen später weggezogen in eine andere Stadt und der Kontakt zu dem Uwe hat sich verloren. Aber ich wollte es eben euch mitteilen, so kann Jesus plötzlich in das eigene Leben kommen. Oder du kannst ein Abbild von ihm sehen, obwohl es heißt, du sollst dir kein Bild machen. Es kann aber sein, und so sind wir aufgewachsen, so haben wir es gelernt. Da ist dann Jesus und man kennt die Erzählung und man empfindet etwas und so kann es sein, du gehst an einem Kreuz vorbei und bist plötzlich berührt oder du hast das Empfinden, als würdest du beobachtet werden, obwohl niemand da ist, nur dieses Christuskreuz. Und dann hast du das Gefühl, dass er herunterschaut von dem Kreuz. Und so kann es auch sein, du liest den Namen Jesus und bist plötzlich berührt, du hältst an und plötzlich ist er in deinem Leben. Du denkst an ihn, du denkst darüber nach, ist das die Wahrheit, ist das Realität? Und ich will euch jedenfalls sagen, dieses, was ich euch jetzt erzähle, ist Realität, so ist es gewesen. Es ist eines von vielen, was mir widerfahren ist in meinem Leben und wovon ich auch in Videos berichte. Und damit es nicht ganz vergessen wird, hole ich es jetzt nochmal sozusagen aus der Versenkung empor und ich sage, halte mal die Augen auf und die Ohren auf und geh mal offenen Herzens durch die Welt, durch dein Leben. Und vielleicht empfindest du plötzlich so etwas, dass du denkst, oh, das könnte so sein, wie es bei Jesus war. Oder der oder der oder die hat Wesenszüge, von denen man annimmt, dass sie Jesus hat. Und Jesus sagt ja, ich bin in euch, ihr seid in mir. So. Das wollte ich gerne sagen. Und jetzt wünsche ich allen eine schöne Weihnachtszeit. Ja, okay. Ciao und Shalom, das Frieden ist.